Hallo und herzlich willkommen in meinem kreativen Schuhatelier. Ich bin Sarah, vielleicht kennt ihr mich von Instagram auch als Sapri Design und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr diesen coolen Jeans-Ballerina einfach selber nähen könnt. Und das Beste an diesem Bottis-Modell ist, dass wir dafür gar keinen Stoff kaufen müssen, sondern einfach alte Jeans upcyclen können. Folgendes Material benötigt ihr dazu. Ein Paar Original Bottis-Sohlen. Sie sind super flexibel und dennoch robust, sodass ihr sie als Haus- und als Straßenschuh verwenden könnt. Ihre besondere Form, ihr merkt schon, es gibt kein Links und kein Rechts, erlaubt es ihnen, sich individuell an euren Fuß anzupassen. So richtig bequem wird es dann mit den passenden Einlegesohlen. Wir verwenden heute die Variante aus Latexschaum. Außerdem benötigt ihr ein strapazierfähiges Garn, um den Schuh an die Sohle zu nähen, zum Beispiel unser Nullrundengarn. Eine spitze Sticknadel, eine Schere und Stoffklipse solltet ihr auch parat haben. Ebenfalls müsst ihr euch das Schnittmuster ausdrucken und ausschneiden. Achtet dabei auf das Kontrollkästchen, damit der Schnitt auch die richtige Größe hat. Und klar, eine alte Jeans ist natürlich auch ganz wichtig. Möglicherweise benötigt ihr auch noch ein Bügelvlies. Bei den Jeansstoffen gibt es große Unterschiede. Viele Stoffe haben heute einen hohen Elastananteil, was sie besonders dehnbar und bequem macht. Allerdings ist es für unsere Schuhe besser, wenn der Stoff sich nicht so sehr dehnen lässt. Aber keine Sorge, wenn ihr durch das Aufbügeln eines Vlies die Elastizität rausnehmt, könnt ihr sie trotzdem verwenden. Das ist übrigens auch für dünne Stoffe ratsam, um sie etwas zu verstärken. Ansonsten zeichnen sich später die Zehen zu stark durch. Am allerbesten eignet sich aber ein echter, schwerer Jeansstoff aus Baumwolle. Pro Schuh solltet ihr jetzt folgende Teile zugeschnitten haben. Das vordere Fußteil einmal aus dem Außenstoff und einmal aus dem Innenstoff. Das Fersenteil ebenfalls einmal aus dem Außenstoff und dem Innenstoff. Die Fersenlasche je nach Geschmack aus dem Außen- oder Innenstoff. Und für die Schleife braucht ihr 4-mal das Schleifendetail aus dem Stoff eurer Wahl. Wie ihr seht, habe ich mich entschieden, die verschiedenen Jeansstoffe zu mischen. Und da sie alle recht dünn und dehnbar sind, habe ich sie zunächst mit einem Bügelvlies verstärkt. Schöne Details kann man auch erzielen, indem man zum Beispiel die Nähte der Jeans mitbenutzt. So, und bevor wir jetzt mit dem Nähen beginnen, habe ich noch ein paar Tipps für euch. Und zwar gibt es nichts Schlimmeres als einen schlecht sitzenden Schuh. Deshalb müssen wir ganz genau arbeiten. Wenn wir eine Tasche nähen oder so, die verzeiht das, aber der Schuh nicht. Das heißt, beim Schnittmuster das schon ganz präzise ausschneiden, alle Nahtzugaben genau einhalten, dann nachher die Kanten richtig gut ausbügeln, dann wird der Schuh auch perfekt. Aber den ersten Schuh kann man durchaus auch als Probeschuh betrachten, denn nicht jeder Fuß ist gleich. Der eine ist breiter, der andere schmaler oder hat einen höheren Spann. Und wie man dafür genaue Anpassungen macht, das verrate ich euch später noch. Als erstes habe ich die Nahtzugabe der Fersenlasche an den Seiten und oben 1 cm umgebügelt und lege sie jetzt mittig auf den Futterstoff des Fersenteils. Dann fixiere ich die Seiten mit der Nähmaschine. Die beiden Fersenteile legen wir rechts auf rechts aufeinander und steppen die obere Kante mit 1 cm Nahtzugabe ab. Die Nahtzugabe schneidet ihr knappkantig ab. Wendet dann das Fersenteil und bügelt die obere Kante gut aus.
Als nächstes legen wir die vorderen Schuhteile rechts auf rechts und stecken die kurzen Seiten des Fersenteils zwischen beide Stofflagen. Exakt auf die kurzen Seiten des Fußteils. Achtet dabei darauf, dass die passenden Stoffseiten rechts auf rechts liegen. Das heißt Außenstoff auf Außenstoff und Innenstoff auf Innenstoff. Jetzt näht ihr Fuß- und Fersenteil mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Die Innenkante vom vorderen Fußteil nähen wir jetzt auch mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Achtet dabei darauf, dass die Stoffe wieder rechts auf rechts liegen. Die Nahtzugaben werden jetzt knappkantig zurückgeschnitten und auch die Ecken könnt ihr vorsichtig einschneiden. So, dann wende ich mal und merke gleich, ob ich richtig genäht habe. Sieht gut aus. Daher bügele ich jetzt die Kanten sauber aus. Jetzt noch die kurzen Seiten knappkantig von außen absteppen. Und danach auch die Innenkante des Schuhs. Bevor ich es später vergesse, markiert euch die vorderen Innenseiten des Schuhs mit einer Stecknadel, damit ihr später noch wisst, welches euer linker und euer rechter Fuß sein wird. Ich habe für meinen Ballerina eine Schleife als kleines Detail geplant. Wenn ihr es aber lieber schlicht mögt, könnt ihr die Schleife einfach weglassen. Für die Schleife legen wir je 2 Teile rechts auf rechts und nähen die langen Seiten sowie die Rundung oben zusammen. Nach dem Nähen schneidet ihr die Nahtzugabe ein und wendet und bügelt die Schleifenteile. Wenn ihr wie ich die Schleifenbänder vorbereitet habt, dann könnt ihr sie jetzt an die dafür vorgesehenen Markierungen stecken und gleich, wenn wir einmal um die Außenkante nähen im Zickzackstich, sie direkt mit festmachen. So, jetzt können wir endlich unseren genähten Schuh mit der Sohle verbinden. Und hier habe ich mir vorhin ja markiert, dass das der rechte Schuh wird. Die Markierung brauche ich nicht mehr, das weiß ich jetzt, es ist der rechte Schuh. Aber ich muss mir hier die vordere Mitte und auch die hintere Mitte mit Stecknadeln markieren. Jetzt legt ihr die Sohle auf die rechte Schuhseite und befestigt beides mit Stoffklipsen aneinander. Es ist ganz wichtig, dass die äußere Stoffkante dabei genau auf die obere Sohlenkante trifft.
Die Schleifenbänder stecke ich noch nach innen. So sollte das dann aussehen. Jetzt brauchen wir das Nullrundengarn und eine spitze Nadel. Um abzumessen, wie viel Garn wir brauchen, habe ich den Faden einmal um die Sohle gelegt und insgesamt 4,5 Mal die Länge abgewickelt. Um die Naht noch robuster zu machen, könnt ihr das Garn auch doppelt nehmen. Anschließend verknotet das Ende so, dass das Garnende gleich nicht mehr durch unsere Sohlenlöcher passt. Wir starten links von der Fersenlasche und nähen im Festonstich um die Sohle herum. Das heißt, wir stechen von innen durch die Sohle und ziehen den Faden durch die entstehende Garnschlaufe. Dabei sollte man immer fest anziehen. Wenn wir beim letzten Einzelloch der Sohle angekommen sind, wechseln wir zum Rückstich und nähen dabei entlang der oberen Lochreihe. Wir stechen von innen nach außen durch das erste obere Loch und anschließend von außen nach innen durch das nächste obere Loch, um die Nadel wieder durch das vorangegangene Loch zurückzustechen. Jetzt überspringst du ein Loch und machst den nächsten Rückstich. Und so weiter. Wenn wir wieder am ersten einfachen Loch ankommen, vernähen wir das Garnende. Jetzt wenden wir unseren Schuh. Am einfachsten ist es, wenn man am vorderen Fußteil beginnt. Ich schiebe meine Hand unter den Stoff und drücke die Sohlenkante an der Spitze nach innen. So schiebe ich nach und nach die restliche Sohle hinterher. Ihr müsst vielleicht ein bisschen Kraft aufbringen, aber traut euch, die Sohle hält das aus. Das Fersenteil lässt sich dann auch ganz leicht wenden. Für einen schönen Übergang zwischen Sohle und Schuh müssen wir jetzt noch den Stoff an die richtige Stelle drücken. Dafür eignen sich eine Stricknadel oder ein Stift ganz gut. Wir heben den Stoff einfach ringsrum hinter die Sohlenkante. Jetzt müssen wir nur noch die Fersenlasche in die dafür vorgesehene kleine Tasche in unserem Futter stecken. Bevor wir auf die Schleife eingehen, zeige ich euch aber noch, wie eingangs erwähnt, wie ihr hier im vorderen Bereich den Schnitt noch etwas an euren Fuß anpassen könnt. Wenn ihr mehr Platz benötigt für euren Fuß oder etwas Stoff wegnehmen wollt, gibt es eine wichtige Grundregel zu beachten. Wir arbeiten an der Mitte des Vorderteils und verändern nichts am Außenumfang, denn der ist auf die Sohlenkante abgestimmt. Schneidet vorsichtig, entweder direkt am Fuß bei eurem Probeschuh oder an eurem Papierschnitt die Mittellinie entlang. Um Stoff wegzunehmen, dreht ihr das Vorderteil ein. Um etwas zuzugeben, dreht ihr es auseinander.
zeichnet den Schnitt auf dieser Basis neu und korrigiert dabei diese Innenlinie. Damit habt ihr euren ganz individuellen Schnitt geschaffen und seid gewappnet für jede Menge toller Schuhprojekte. So, unser Botti ist fertig und wir können endlich reinschlüpfen, dabei aber nicht die bequeme Einlegesohle vergessen. Die Schleife habe ich jetzt schon mal grob gebunden, aber das passe ich jetzt gleich am Fuß noch mal genau an, damit ich sie nicht schon zu fest binde. So, das passt sehr gut. Die Schleife kann ich jetzt noch so ein bisschen hier drapieren und das habe ich bei dem fertigen Modell hier links schon gemacht. Mit ein paar Stichen einfach noch die Enden der Schleife fixieren, dann geht sie nicht mehr auf und verrutscht nicht. Das Label dürft ihr natürlich auch nicht vergessen. Und ja, jetzt haben wir Spaß mit unseren abgecycelten alten Jeanshosen. Ich hoffe, dass euch mein Tutorial gefallen hat und ihr jetzt richtig Lust bekommen habt, selber aus alten Jeans neue Schuhe zu machen. Und es gibt noch viel mehr Anleitungen zu entdecken. Die findet ihr auf www.bottis.de oder auch überall da, wo man Bottis kaufen kann. Denn das Tolle ist, die Sohlen sind so robust, dass ihr sie immer wieder neu gestalten könnt. Im Sommer als luftige Häkelvariante, im Winter vielleicht was Dickes, Gehäkeltes und ihr werdet Jahre Freude daran haben. Tja, und was haben wir heute wieder gelernt? Schuhe selber machen, es war noch nie so einfach. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.